Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in unseren Videos dreht sich alles um unseren Garten, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. Ich bin hier an meiner Seite mit Marisa. Hi Paul, hi Hallo liebe Zuschauer. Marisa, hi. So, heute geht es um ein Thema, die immer wieder, also wir haben das auch, wir wollen dieses Thema jetzt vorstellen, weil es ein Thema ist, die viele Kunden von uns immer Frage stellen. Und zwar, es geht um Zertifikate. Ja, Zertifikat, das ist für mich muss ich sagen, eine Überraschung. Weil als ich, muss ich sagen, als ich angefangen habe mit dir zu arbeiten, dann habe ich sofort, war klar, Paul ist sehr strikt wegen Qualität und du möchtest gucken, wo die Produktion, wie ist alles produziert, wie arbeiten die Leute, wie sind die bezahlt, was für die Tiere, was essen die, alles. Und deine Standards sind immer sehr, sehr hoch. Ja. Und du hast mir immer gesagt, meine Standards sind so hoch, ich möchte diese Zertifikate nicht. Und plötzlich haben wir GOTS, RWS, RMS, wir haben jede Menge Zertifikate. Und wer weiß, was noch kommt. Und wer weiß, was kommt. Ja. Also ich brauche eine Erklärung. Ja, das ist so, also man entwickelt sich immer weiter. Ja. Ja. Und das ist so, wie auch Marisa sagt. Also als wir angefangen haben, erstmal habe ich mich sehr stark konzentriert, mit kleinen Farmen zu arbeiten. Ja. Ja, und ihr habt, klar, ganz am Anfang, ich konnte gar nicht besuchen, ich hatte auch kein Geld überhaupt irgendwo hinzufliegen. Da war so eine Vertrauensbasis. Ja. Ja. Und als die Marke Pasquali kam, da war ganz klar das Konzept, ich möchte Transparenz zeigen, ich möchte meinen Kunden genau sagen, wo die Tiere leben, wer das produziert. Und das war für mich auch immer sehr wichtig. Ich komme aus einer kleinen Stadt, aus Argentinien, Buenos Aires, aus einem Land, und ich bin auch mit der Natur sehr gebunden. Und ich wollte eine Firma auch haben, die, wenn ich irgendwann nicht mehr auf dieser Welt bin, dass ich weiß, meine Firma hat keine großen Schaden diese Welt verursacht. Ja, und das war mir erstmal sehr wichtig. Und du kennst die Geschichte, sogar auf der Internetseite steht bestimmt immer noch da, Pasquali arbeitet mit kleinen Farmen. So, diese kleinen Farmen sind nicht mehr klein, erstmal. Ja. Die sind auch gewachsen, auch mit uns. Und wir sind auch gewachsen, und zwar sehr stark. Und meine Standards sind sehr hoch. Unsere Garne waren eigentlich, also die meisten Fasern waren schon zertifiziert. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, diese Siegel auf dem Etikett auszudrucken. Und das hat sich geändert. Und das kann man nicht einfach so ausdrucken. Also muss man erstmal zahlen und eine große bürokratische Thema dahinter. Ja, ich weiß, das war, also ich hab das nicht wirklich erlebt im Büro, weil ich bin nicht im Lager, aber ich weiß, das ist eine riesige Aktion. Genau, da war ein großer Aufwand. Mhm. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das war? Ja, also das war machbar, weil wir, wie gesagt, alles da hatten. Also das war nicht so kompliziert. Es sind immer noch dieselbe Garne, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Mhm. Das heißt nicht, dass, weil ein Siegel da ist, ist jetzt besser. Überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ist nur für uns komplizierter, aber nicht besser. Bevor ich deine Frage antworte, ich möchte auch noch etwas sagen wegen des Zertifikats, warum wir das jetzt haben. Und wir haben jetzt das Zertifikat, wie gesagt, wir sind gewachsen, und in Deutschland, eher Schweiz, Österreich, die kennen Pasquali, die kennen auch unsere Anfänge, wie das alles angefangen hat, und man hat schon eine Vertrauensbasis aufgebaut. Mhm. Ja? Und unsere Kunden kennen die Qualität, und
die kennen schon meine Videos von damals, wo ich unterwegs war, die ganze Reportagen in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, wo ich in der Mongolei war, Peru, Bolivien und so weiter. Aber viele kennen uns nicht und die brauchen auch eine Bestätigung und es schadet auch nicht für die, die auch an uns glauben, dass wirklich ein Siegel drauf steht. Tatsächlich, das wurde von einem externen Unternehmen auch geprüft. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, okay, wir machen jetzt diesen ganzen Aufwand. Okay. Und jetzt komme ich auf die neue Frage Ja. zu dir. Ja. Was war das nochmal? Ja, was entsteht, was hast du gemacht, was bedeutet das Genau. in Bürokratie? Also erstmal, man muss die ganze Lieferkette zeigen. Und zwar nicht nur sagen, ja, ich produziere in der Spinnerei Carriacci und Carriacci sagt, ich kaufe die Faser hier, sondern man braucht Unterlagen, Zertifikaten, Lots. Das heißt, Carriacci zum Beispiel bei den Kaschmirgarn, der muss zeigen, die Faser, die er kauft aus dem Lot X, ist nachhaltig. Er muss alle Maschinen, alles Standard ausfüllen. Er schickt mir einen Lieferschein, Rechnung mit den Lots, das auch nachhaltig. Also jeder Teil der Kette muss zertifiziert sein. Sonst kann ich nicht zertifiziert sein. Das ist erstmal das. Es werden Standard geprüft, wie Tierhaltung, aber wir können noch ein bisschen über die verschiedenen Zertifikate reden. Aber im Allgemeinen, es wird die Tierhaltung kontrolliert, so eine nachhaltige Tierhaltung. Auch die Arbeitskonditionen. Sehr wichtig. Ja. Genau, und wie das produziert wird oder irgendwelche Chemikalien entstehen und so weiter. Das wird alles kontrolliert, alles muss mit Dokumenten geprüft werden. Und ja, das ist für uns ein Aufwand, alles aufzubewahren. Das heißt, wenn in eine sehr große Lieferung 40 verschiedene Lieferscheine kommen, weil es immer teilweise geschickt wird, dann hat man jetzt mehrere Daten zu vergleichen. Und wenn einmal im Jahr den Audit zu uns kommt und das prüft und er sagt, so, jetzt habe ich hier diese Knäuel, ich möchte wissen, wo es steht. Und dann muss man das komplett verfolgen bis zum Anfang, wo das Garn ist. Und das ist schon ein Aufwand, klar. Ja. Im Lager müssen wir immer zertifizierte Garne von nicht zertifizierte Garne trennen. Das heißt zum Beispiel, die Merino Bio ist biozertifiziert, GOTS. Und diese Merino darf nicht einfach in einen Karton gemischt sein mit Mohair Bliss, der RMS zertifiziert ist. Also man muss das trennen. Das getrennt. Also es sind die Etiketten muss auch geprüft werden. Also ich finde ja auch okay. Es ist nur Aufwand. Ne? Die Bürokratie mag kein Mensch richtig, aber ich denke für die Kunden, Also es ist eine Bestätigung von was du früher gemacht hast. Genau, Oder es ist immer ein, gemacht ja, hast. so ein Extra. Extra. Weil ich sage, es gibt Sachen, wo ich denke, dass unser Standard höher ist. Ja. Immer noch höher Ja. als das. Ne? Und ja, wie du gesagt hast, wir haben GOTS. GOTS, weißt du, welche Garne wir GOTS haben? Also die Merino Baby ist Merino GOTS. Baby, ja. Die GOTS, also ich würde sagen, von den ganzen Bio-Zertifikaten ist sie, glaube ich, die höchste Standard. Ja? Aber nicht alle Faser kann man GOTS zertifizieren. Ja, weil GOTS ist auch ein Unternehmen. Und wenn, sage ich mal, Moschusochsen oder Vicuña, wo ganz wenige Kilo im Jahr produziert wird, lohnt sich für niemanden, einen ganzen Standard zu gestalten, die nur jetzt für die Vicuña-Wolle ist. Deswegen, GOTS gibt es bei Leinen, bei Baumwolle, bei Schuhwolle, Merino-Wolle allgemein. Es gibt mittlerweile ein bisschen auch Kaschmir, also langsam wird immer mehr. Aber das ist, ich würde sagen, das ist der höchste Standard. Wo auch vielleicht ein paar Sachen nicht sehr gut sind bei denen, dafür sind bei den anderen Zertifikaten etwas besser. Dann also das Wort Organik in Deutschland darfst du nur eigentlich, hier eine ganze Wolle nur verwendet, wenn es GOTS zertifiziert ist, nicht bei dem anderen. Also zum Beispiel bei Nepal kannst du nicht. Oder? Bei Nepal ist es ein anderer Fall. Ah, okay. Ja, weil bei Nepal ist es so, dass wir haben hier, die Leinen hier ist noch nicht biozertifiziert. Bei uns ist die Baumwolle biozertifiziert, auch GOTS. Und da sind 60% Baumwolle drin, ja, und 40% Leinen. Du darfst nur das Garn GOTS zertifizieren, wenn mindestens 70% der Zusammensetzung GOTS zertifiziert ist.
Und deswegen darf kein Logo haben. Und jedes Mal, genau, wenn es, wir geben ein anderes Beispiel, nicht mit GOTS. Wir machen so zum Beispiel ein Beispiel, also hier, Suave ist auch GOTS, apropos. Super schönes Garn, Ja. die liebst du. Ja, ich liebe es. Du hast auch schon was gestrickt vor kurzem. Ja, ich hab einen Pulli gestrickt mit Suave. Das war die Design von uns oder ein eigenes No, Design? ist ein externer Design. Ja, weißt du noch von wem? oder? Das ist von Midori Hirose. Ja, ich habe die Bilder auf deinem Instagram. Ranunculus. Ja. Ist Ja. super schön, super leicht. Ja. Ja, die Marisa hat auch einen Instagram-Account. Darf ich es nennen? Darf ich Werbung Das machen? darfst du nicht. Ja, weil sie zeigt auch immer, was sie auch strickt. Ja, das ist Marisa Nitz. Ne? Marisa.nitz. Marisa.nitz. Ja. Ja. Aber es ist mehr in Kontakt zu meinen Kunden zu sein. Okay. Nicht, dass ich berühmt werden muss. Sag sie immer. Ja. Aber genau, GOTS, Ja. was wir auch, lass uns wenn über GOTS reden. Also Ja. wir haben bei GOTS haben wir auch die Rosy Green Wool, wie ihr wisst. Also wir haben die Marke Rosy Green Wool im Mai 2025 übernommen. Die Firma ist eine deutsche Firma, die passt super zu unserem Konzept. Und da komm, lass uns mal die übernehmen. Und die haben auch alle drei Garne GOTS zertifiziert. Ja. Und genau, der gleiche Standard wie wir auch hatten, also Rosie und Patrick, die vorige Eigentümer, die haben auch selber zusätzlich auch noch geprüft, wo genau produziert wurde, wo die Tiere sind. Also wir haben ein sehr ähnliches Konzept, hat gepasst. Sonst haben wir auch GOTS, und hier zum Beispiel GOTS haben wir bei der Puno und Puno Vinicunca. Ja? Einen Test mache ich dir. Kennst du die Zusammensetzung? Die Zusammensetzung? Natürlich. Das ist Alpaka und Cotton. Baumwolle, Ja, genau. Baumwolle. Das ist 70% Bio-Baumwolle und 30% Alpaka. So, gut, hier ist noch kein Etikett drauf. Wie gesagt, wir haben jetzt so eine Phase, wo gerade durch die Zertifikate die neue Produktion erst das Logo drauf bekommt. Viele andere Garne haben noch keiner. Aber hier bei Puno Vinicunca, der bekommt auf jeden Fall ein Siegel drauf von GOTS. Es sind 70%. Und man sagt, ja, aber die Alpaka ist nicht GOTS, macht keinen Sinn. Ja, aber solange du ein Zertifikat drin hast, auch wenn wir sagen, das Garn ist RMS oder RWS, dann muss das ganze Garn auch ökologisch produziert sein. Okay. Auch wenn ein Teil der Faser nicht zertifiziert ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Und welche Zertifikate willst du wissen? Für Zertifikate, also dann hast du GOTS und dann hast du die andere RMS, das sind spezifisch für die Fasern. Genau, also der heißt RAS, ja, Responsible. Alpaka. Das ist genau, aber wie heißt das nochmal der Groß? Das hat nochmal was? Ja, nee, bin mir durcheinander. RWS, RMS, RAF, glaube ich. Auf jeden Fall, das gehört alle zu einer Gruppe. Ja. So, Ja. die RAS ist Responsible Alpaca Standard. So. Sehr ähnlich wie GOTS. Man darf nur nicht Organic oder Bio nennen. Es ist eigentlich vom Zertifikat sehr ähnlich. Und hier habe ich genau die drei. Ne? Haben wir jetzt die Alpaca Lace mit 400 Meter auf 50 Gramm, die Alpaca Fino mit 200 Meter auf 50 Gramm und die schöne, dicke Baby Alpaca Los Andes mit 100 Meter auf 100 Gramm. Alle drei sind RAS zertifiziert. Das heißt, wir wissen, wo die Tiere leben, die werden gut gehalten, die Produktion ist nachhaltig. Ja. So immer. Ne? Und dann RWS. W kommt von Wool, das heißt, alles was Merino ist oder Schafwolle, heißt das RWS. Zum Beispiel, genau, die Mohair wäre RMS, Responsible Mohair Standard. Hier zum Beispiel, bei GOTS darf man erst ab 70% das Logo drauf haben, bei die andere ist egal. Okay. Das heißt, hier zum Beispiel, der hat noch keine, genau, die Farbe ist noch von der vorigen Produktion. Das heißt, die neue Produktion von Mohair Bliss hat ein Logo von RMS, also Responsible Mohair Standard. Und auch wenn es nur 60% produziert ist, aber
zertifiziert ist, nur 60%. Aber das Garn ist auch nachhaltig, sonst darf er nicht. Also bei uns wird kontrolliert, ist das komplette Paket, ist das Papier ökologisch. Ja, Wenn das Papier, das wollte ich auch sagen. Das ist nicht nur in unserer Firma und was du machst, ist nicht nur die Garne, sondern ist das ganze Konzept hinter Pasquali. Ne? Weil wir haben zum Beispiel in unsere Packungen, da ist fast kein Plastik. Ist alles. eigentlich nicht fast, eigentlich ist plastikfrei. Plastikfrei. Ja, außer Rossigurin, die kamen immer mit Plastiktüten, aber sonst, da wird auch mal plastikfrei. Ja, zum Beispiel, dann haben wir unser Projekt Strick dein Baum. Das ist diese Reforestation, wie sagt man das? Genau, Wiederausforstung. Das ist so lange, diese Wort. Reforestation Programm, Strick dein Baum. Wobei wir pflanzen Bäume in verschiedene Orte. Ne? Wie war das schon mal zusammen pflanzen? Das war kalt. Das war kalt, ne? Das war viel Arbeit. Da war gefrorener Boden, das war im März, glaube ich. Im März. Ne? Da war richtig kalt, da gibt es irgendwo Bilder auch, ne? Gefrorener Boden, wir haben nur 100 Bäume gepflanzt. Ist auch nicht wenig, 100 Bäume. Mehr haben wir gepflanzt, ne? Ja. Ich denke, das war ein bisschen mehr. Weiß nicht, hast du gefühlt wie denke, 2000. Jeder von uns hat 100 ja, oder okay, hast du wie 2000 gefühlt, aber das war kalt und hart, aber wir haben es gemacht. Eigentlich müssen wir nochmal dahin und gucken, wie groß sie sind. Die müssen wahrscheinlich schon größer als ich sein. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen. Also das ist das Ganze, also für mich, mit dir zu arbeiten, bedeutet, dass wir alles, die Garne, was wir machen im Büro auch, ist alles ökologisch und wir gucken, wir passen auf, das ist ganz der toll. Paul immer so pinnelig mit Müll trennen, das machen, das gehört dazu. Wichtig. Das gehört dazu. Und wie gesagt, also das ist mir schon wichtig und ich weiß, dass unsere Kunden, oder die meisten auch von unseren Kunden, das auch wichtig ist. Ne? Die letzte neue Zertifikat, die wir auch bekommen haben, ist die SFA. SFA, genau. Das ist hier exklusiv für Kaschmir und das ist auch ganz schön. Ne? Weißt du noch, kennst du das Problem in der Mongolei? Ja. Der Mongolei, meinst du mit den Tieren? Genau, ja, genau. Das ist ganz schlimm, weil diese Kaschmir-Ziegen, die ganze Herde, ne? Die ganze Herde, die fressen alles und was die nicht fressen, die machen kaputt. Wenn die genau. Und die treten drauf und das ist in der Mongolei, diese Ausbreitung der Würste ist auch ein sehr großes Problem. Ja. Und das mit den Tieren, und das wird von den Nomaden gehalten, das heißt, wenn alles weggefressen ist, dann gehen die weiter. Und dieses Zertifikat vermeidet das. Ja. Das ist ein Schutz auf den Boden. Das sind verschiedene Methoden, die man nimmt, wo man die Tiere erstmal irgendwo hält, zusammen, die fressen, nicht bis alles komplett kaputt ist. Und da sind auch bestimmte so Informationen für die ganze, wie nennt man die Person, die auf die Ziege aufpasst jetzt, habe ich ja das Wort auf Deutsch vergessen. Okay, schreibt ja in die Kommentare. Die Nomaden, meinst du? Ja, aber es gibt, schreibt in die Kommentare, wie überhaupt auf Deutsch das Wort gesagt wird. Der Mensch, der die Tiere aufpasst. Die Schäfer. Ja, aber wie Ziegen weiß ich nicht, was ein Schäfer sagen kann. Schäfer wären für Schafe. Also die Ziege vielleicht. Okay, schreibt das in den Kommentaren. Also, und das ist auch eine sehr schöne Sache. Und ich versuche wirklich in jeder Ecke. Es ist nicht alles möglich. Wir haben auch letztes Video auch über die Arctic Pearl geredet. Ja. Klar, es ist ein Viskosegarn, aber was für eine. Ja. Ne? Und wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran. Ja. Na, was ist hier? Guck mal, so viel, nicht alle Garne gezeigt. Was ist hier dein Lieblingswintergarn? Mein Lieblingswintergarn? Hast du Kaschmir Delizia. Die Kaschmir Delizia. Das ist eine von unseren Designs. No, Whirling, jetzt habe ich Schal? Ja, wahrscheinlich. Wir schreiben das unten in der Beschreibung. Whirling Wind, denke ich. Kann sein, ja. Das ist super schön. Also viele Modelle haben wir auch nicht mit Delizia noch. Also. Ja, und auch Tibetan. Das ist meine Lieblingsgarne. Und Tibetan ist wirklich, wie nennt man das, auch eine unentdeckte Schatz. Oder wie man das ist. Oder, wir lieben Tibetan. Viele Kunden, die das gekauft haben, lieben auch. Gehört nicht zu unseren bekanntesten Garne. Nee. Es ist irgendwie, wir haben tolle Farben. Tolle Farben, tolle Qualität. Mit Jackwolle. Sehr angenehm zu stricken,
super schön zu tragen. Hast du nicht dann für deinen Ehemann was gestrickt? Für meinen Mann habe ich einen Schal. Ja, weiß ich noch, und da für einen Weihnachten, Hut. ne? Ja. Ja, weil der kann nichts an die, wie jeder Mann. Männer können das nicht an die Haut tragen. Weiß ich, hier mit dem Und Bart. das ist sehr angenehm, Ja. und warm und nicht, how do you say, temperature regulating. Ja, also reguliert die Temperatur, Ja. aber das versteht ihr auch. Ja, Mhm. und es ist super, es ist Ja. ein super Garn. Genau, hier ist es ein 70% ultrafeine Merino-Wolle. Die Faser ist auch GOTS zertifiziert. Das Garn wird auch die nächste Produktion auch ebenfalls komplett GOTS zertifiziert. Also da bekommt ein Siegel. Okay, bekommt auch ein Siegel. Die prüfen das gerade. Und 30% Jagdwolle. Und das ist, und weißt du, was ich ganz schön finde bei dem Garn? Also das Garn wirkt dick zu sein. Ja? Ja. Und du strichst es tatsächlich mit 4,5, sogar mit 5 mm Nadel. Aber du hast 125 Meter. Also in der Theorie bei dieser Lauflänge würdest du mit 3,5 mm Nadel stricken. Und wir hatten eine sehr schöne Cardigan, aber ich glaube die Venia war die aus Kashmir Worsted, das war so eine orangene. Die Orange, ja. Tempa. 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 Ganze Jacke mit Zopfen, mit 350 Gramm. Ein tolles Garn. Schaut ihr euch die Farben. Wir haben tatsächlich die Farbpalette jetzt auch reduziert, weil es nicht so gut gelaufen ist, wie wir uns dann gewünscht haben, obwohl das ein super Garn ist. Ja. Auf 25 Farben. Einige Farben sind noch da von der alten Palette. Und das ist wirklich ein schönes Garn. Also, Ich habe das auch gestrickt mit Venia. Diese Kaschmir-Modell habe ich im Tibetan gestrickt. in Tibetan. Die Mit Venia, 5 Nadeln. 5 Nadeln, ja. Super schön. Ja, also ich habe wirklich, also mittlerweile so, ich habe sehr viele Lieblingsgarne. Mittlerweile ist Rosy Greenwool Garn auch ein ja, sehr das ist schönes ein Garn, Traum. weil das ist, ja, so gestrickt, fühlt sich an so wie eine teure Markenpulli. Weißt du, so schön mit schönen Muster, die man da Ja. sieht. Und sonst, Kaschmir mag ich auch gerne, aber, das ist auch Kaschmir, aber zwar nicht von uns. Aber dein Liebling ist das. Das ist ja für mich, ja, ihr Ganzjahresgarn genau, aber für Winter. Ich habe zwei wirklich, wo ich das sehr genieße. Und einmal ist die Kaschmir Karis. Ah, ja. Das ist auch mit Kaschmir und Wolle. Hier haben wir beides. Kaschmir SFA zertifiziert und die Merino, also ultrafeine Merino, fast so fein wie Kaschmir, ebenfalls zertifiziert. Und es ist weich. Es wird weicher beim Waschen und Tragen, Ja. aber es ist robuster. Ich mag, wenn ich kratze, Ja. einfach man sieht, okay, das ist hier so Männerbully. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Und, oder die Camel Decay, die finde ich auch super. Ich Camel glaube, Decay unsere Videos ist schon zu lang. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch nicht schon zu früh ausgeschaltet. Aber uns macht Spaß, wenn wir über solche Sachen reden. Ne? Ja. Das gibt kein Das ist Ende. immer schön. Ich sage immer, Marissa, wir müssen uns kurz halten. Ne? Sonst bla 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 und dann sind wir eine Stunde hier. Und dann, nein, also hast du sonst Fragen? Nein, ich habe bis jetzt nicht keine Frage. Ja? Keine. Hast du schon gesagt, was dein Lieblingsgarn ist? Mein Lieblingsgarn, ja. Und du hast ja auch mit Delicia so gesagt, du willst auch jetzt was stricken, ne? So Ja, gesagt, das ist geheim. Ah, okay. Ist ein Geschenk. ja gut, aber bis das Video erscheint, das ist schon ein Geschenk vergeben Okay, wahrscheinlich. dann, Ne? ja. Aber aus Delicia strickst du was Delicia. in der Ein Farbe Schal. rosa. In rosa. Da bin ich Das ist gespannt. super schön. Es ist ein Puderrosa. Ja, das ist sehr schön. Bei mir strickt die Julia, Mhm. strickt für mich unsere Herrenpulli aus Kaschmir Delicia auch in Tannengrün. Oh, wie Ich schön. mag, weil es eine schöne Melierung hat. Ja. Okay, das reicht. Dann, vielen Dank. Denk daran, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasst keine Video von uns, dann musst du dafür auch auf die Glocke klicken. Daumen hoch. In Instagram haben wir immer jeden Tag sehr schöne Posts über diese ganze Sache, die wir auch immer zwischendurch reden. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen, am Mittwoch. Ja. Oder? Mach's gut. Tschüss. Ciao.